Mein Name ist Lars Dankwart. Ich komme zusammen mit meiner Frau Schiller aus Neustadt an der Weinstraße und wir werden unser Boot nach Schweich an die Mosel legen. Ja, da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Ja. Nochmals herzlichen Glückwunsch zu dem wunderschönen Schiff. Dankeschön. Danke. Ja, das Schiff wird nach der Ostertour, habe ich richtig verstanden, verladen und kommt dann per Tieflader zu uns nach Schweich bei Trier an die Mosel. Wir haben ja da die Vertretung und auch unseren Hafen. Und dann wird es auch zur Hausmesse, die wir am 23. und 24. April haben, wird das Schiff zu besichtigen sein. Da freue ich mich sehr drauf. Herzlichen Dank. Gerne. Die fingen sehr früh an mit dem 10. Lebensjahr. Ich bin ja ursprünglich Hamburger, Norddeutscher. Und mein Traum war immer, zunächst einmal ein Segelboot an der Ostsee zu besitzen. Dann verschlug es mich aber vor über 40 Jahren in den Süden von Deutschland, sodass ein Segelboot immer mehr in die echte Ferne rückte. Und so seit 10, 15 Jahren gucken wir auf der Boot in Düsseldorf tatsächlich, ich merke das selber, neben der Segelboothalle auch mal in die Motorboothalle. Und da sah ich tatsächlich durch Zufall diese schönen Boote, die konservativ sind, die nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Komfort ausgelegt sind. Und irgendwann gingen wir tatsächlich mal auf den Stand von der Boot auf den Linsenstand. Da lernten wir dann die Lisa kennen. Das war schon lange her, über 10, 12 Jahre. Ja. Und dann haben wir tatsächlich vor 10 Jahren angefangen, uns Hausboote zu chartern. Tatsächlich von der Lagune in Venedig, Canal du Midi, die Mayenne haben wir gemacht, brandenburgische Gewässer, in Willemstad, hier in Holland, Charant, also überall gewesen schon. Ja. Also wir haben schon etliche Motorstunden und ich sah Berlin, ja, und ich sah immer wieder diese wunderschönen Bootchen, denke, okay, willst du mal haben. Ja, und dann haben wir uns ja schon die letzten Male eine Linsen ausgeliehen, eine 45er und eine 35er. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, das machen wir. Da sind wir nach Maastricht gefahren, haben eine Probefahrt gemacht und haben uns dann jetzt für die 40 als See entschieden. Ich finde die See dann auch wunderschön, aber wir haben überlegt, wenn die Kinder kommen, wenn die Kinderfreunde mitkommen, die wollen ja auch ein Partyboot draus machen. Ja? Wir brauchen viel Platz zum Schlafen und da ist die AC einfach praktischer. Das haben wir auch überlegt, was der Unterschied ist, aber uns gefällt die Grand Sturdy besser. Sie sieht einfach bei einem konservativen Boot etwas klassischer aus durch diese braune Wheeling. Gefällt uns ein bisschen besser. Ja, sie fährt wunderbar ruhig. Gerade diese 40er fährt wunderbar ruhig, fährt wunderbar geradeaus, reagiert wirklich ganz fein aufs Ruder, manövriert wunderbar. Ich bin immer schon begeistert gewesen davon. Da wir berufstätig sind, können wir zunächst noch nicht so weit. Wir müssen uns die Wochenenden raussuchen und die Urlaube. Wir werden die Mosel fahren, die Saar nach Frankreich rein, vielleicht nochmal die Lahn hoch. Aber mittelfristig werden wir sicherlich deutsche Gewässer machen, auch Berliner Gewässer und uns dann auch in den Norden und hoffentlich auch mal in den Süden damit verschiffen. Ja, da sind wir dann im Dreiländereck, seid ihr ja relativ gut aufgehoben. Ne? Ihr seid wirklich ganz schnell in Luxemburg, ganz schnell in Frankreich, in die Saar rein. Das ist ja auch wunderschön, die Mosel runter. Wir werden viele Rieslinge probieren. Also ich bin sicher.